Hi, grüß euch zusammen. Ganz liebe Grüße an alle meine Yoginis und Yogis in Allendorf. Ja, lass uns zusammen eine Yogastunde machen. Wir fangen an am Sitzen. Wir nehmen eine angenehme Sitzposition, wo wir möglichst gerade den Rücken aufrichten können. Das könnte Schneidersitz sein, Lotus, Hauptlotus, Langsitz, Fersensitz. Und als erstes wechseln wir die Beine. Weil normalerweise haben wir immer ein Bein oder ein Arm nach vorne und wenn wir die wechseln, ja, beide Seiten gleich belasten. Wir kommen an hier und jetzt atmen tief ein durch die Nase, an der Wirbelsäule entlang vorgestellt von unten nach oben. Alle Gedanken, die vielleicht noch durch den Kopf gehen, interessieren uns überhaupt nicht mehr. Wir schließen die Augen und fangen mit Brahma Mudra an. Wir schicken den inneren Blick nach links, die Augen sind weit gedreht nach links und wir nehmen alles auf der linken Seite wahr. Kann alles Mögliche sein, Körperempfindungen, Geräusche von nah und fern, Unterschiede in Temperatur, vielleicht die linke Hand auf dem Knie. Und wir folgen mit dem Kopf, drehen den Kopf so weit wie wir können nach links. Wir atmen ein und strecken uns in die Länge. Wenn die Ausatmung kommt, drehen wir einen Tick weiter nach links und zurück zur Mitte gleiten. Wir schicken den inneren Blick nach rechts und nehmen alles auf der rechten Seite wahr. Augen sind weit gedreht nach rechts. Suchende Augen. Wir folgen mit dem Kopf. Drehen den Kopf so weit wie wir können nach rechts. Bei einer Einatmung strecken wir uns in die Länge, werden noch mehr gerade. Wenn die Ausatmung kommt, ein Tick weiter nach rechts drehen und dann zurück zur Mitte gleiten. Wir schicken den inneren Blick nach oben, durch die Decke, in den Himmel hinein und wir nehmen alles über uns wahr. Weit gedrehte Augen nach oben. Vielleicht fangen die Augenlider an zu zittern. Und wir folgen mit dem Kopf, legen den Kopf im Nacken ab, der Mund bleibt geschlossen. Brustkorb öffnen hier. Zurück zur Mitte gleiten. Wir schicken den inneren Blick nach unten, am Körper entlang, durch den Boden in die Erde hinein und wir nehmen alles unter uns wahr. Augen sind weit gedreht nach unten. Wir folgen mit dem Kopf, dehnen den hinteren Nacken.
zurück zur Mitte gleiten. Wir öffnen die Augen und wir fangen mit der Beindehnung an. Wir kommen in die Rückenlage. Wir stellen die Füße auf, nah am Gesäß. Beide Hände zum rechten Knie ausatmen, zum Brustkorb heranziehen. Danach Atem fließen lassen. Und wir fangen an, aus dem Fußgelenk zu kreisen. Die Richtung wechseln. Das Kreisen ausklingen lassen. Ausatmen, den Kopf heben, Nase zum Knie führen. Und dann ein Atemzug hier oben bleiben. Alles zusammenziehen. Ellenbogen am Körper. Knie zum Brustkorb heranziehen. Und den Kopf wieder entspannen. Linkes Bein hochstrecken für die Ischias-Dehnung. Fußspitze heranziehen, Kniekehle ist durchgedrückt. Und wir wollen ein Hohlkreuz vermeiden, während wir langsam das linke Bein herabsenken. Lendenwirbel gegen den Boden hier drücken. Linkes Bein wieder aufstellen, rechtes Bein hochstrecken Richtung Decke. Fußspitze heranziehen, Kniekehle ist durchgedrückt. Langsam mit beiden Händen heranziehen. Ich schaue ein bisschen nach links und rechts wagen. Wir bleiben in der Mitte, ausatmen, Kopf heben, Nase zum Knie führen. Und ein Atemzug hier oben bleiben. Alles zusammenziehen. Ellenbogen zusammenziehen. Den Kopf wieder entspannen. Linkes Bein ausgleiten lassen. Die Fußspitzen sind herangezogen, Kniekehlen durchgedrückt und wir ziehen die Beine etwas auseinander. Linkes Bein wieder aufstellen für die Taube im Liegen rechts. Beugen wir das rechte Bein. Die rechte Hand geht zwischen die Beine. Linkes Hand links vom Knie links. Und beide Hände ziehen das Knie links zum Brustkorb heran. Hier mag ich auch die kleine wagelnde Bewegungen nach links und rechts. Kein Muss, aber ihr könnt es probieren. Und wir bleiben in der Mitte, ausatmen, Kopf heben, Nase zum Knie führen. Ein Atemzug hier oben bleiben. Alles zusammenziehen. Und alles lösen. Die Füße wieder aufstellen und wir wiederholen auf der linken Seite. Ausatmen, Knie zum Brustkorb heranziehen. Danach Atem fließen lassen. Und wir fangen an, aus dem Fußgelenk zu kreisen. Die Richtung wechseln. Das Kreisen ausklingen lassen, ausatmen, Kopf heben. Nase zum Knie führen. Ein Atemzug hier oben bleiben. Ellenbogen, Daumen, Körper, alles zusammenziehen.
Den Kopf wieder entspannen. Rechtes Bein hochstrecken für die Ischiasdehnung. Fußspitze heranziehen, Kniekehle ist durchgedrückt. Langsam herablassen, wobei wir ein Hohlkreuz vermeiden. Lendenwirbel gegen den Boden drücken. Rechtes Bein wieder aufstellen, linkes Bein hochstrecken Richtung Decke, das durchgedrückte linkes Bein, durchgestrecktes linkes Bein. Langsam heranziehen, Fußspitze nicht vergessen, die ist herangezogen. Und wenn du rechts geweilt hast, solltest du auch links beide Seiten leicht behandeln. In der Mitte bleiben, ausatmen, Kopf heben, Nase zum Knie. Ein Atemzug oben bleiben, alles zusammenziehen, Ellenbogen nah zusammen. Den Kopf wieder entspannen, rechtes Bein ausgleiten lassen. Die Fußspitzen sind herangezogen, die Kniekehlen durchgedrückt und wir ziehen die Beine etwas auseinander. Rechtes Bein wieder aufstellen für die Taube im Liegen. Links beugen wir das linke Bein. Die rechte Hand ist rechts vom rechten Knie. Die linke Hand liegt zwischen die Beine. Das Ganze ziehen wir zum Brustkorb heran. Und wenn du auf der rechten Seite gewagelt hast, sollst du auch links. In der Mitte bleiben, ausatmen, Kopf heben, Nase zum Knie führen. Ein Atemzug hier oben bleiben. Alles lösen, die Beine lang machen, durchschütteln. Und jetzt wollen wir die Leiste dehnen. Wir stellen das rechte Bein auf, Fuß am Gesäß. Vorgestellt ist unser Becken wie die Beckenknochen, wie zwei Scheinwerfer, die auf die Decke zeigen. Und das soll so bleiben. Wir wollen das Becken nicht einfach mitkippen lassen, werden wir das Knie rechts nach rechts absenken lassen. Und zum Schluss sehen wir aus wie ein Daumen liegen. Wer besonders steif ist, kann natürlich eine Decke unter das Knie tun, damit du hier richtig entspannen kannst. Und wenn du am Boden angekommen bist, nachspüren, das letzte bisschen Spannung im Gesäß loslassen. Um zu lösen, lassen wir den rechten Fuß am linken Bein entlang ausgleiten bis nach unten und dann wiederholen wir auf der linken Seite. Fuß aufstellen, am Gesäß, Knie links, nach links absinken lassen. Nachspüren und das letzte bisschen Spannung im Gesäß loslassen. Um zu lösen, lassen wir den linken Fuß am rechten Bein lang ausgleiten bis nach unten. Und dann stellen wir beide Füße auf, nah am Gesäß. Machen ein Schmetterling im Liegen. Fußsohlen zusammenführen.
Wenn du magst, kannst du auch die Hände nehmen und einen leichten Druck auf die Oberschenkel geben, um noch tiefer zu kommen. Und wir fangen an zu schaukeln, locker über das Becken nach links und rechts. Das Schaukeln langsam ausklingen lassen. Wir schieben die Füße weg vom Körper auf den Fußaußenkanten. Die Fußsohlen bleiben zusammen, so lange wie es geht. Und dann abschirmen. Knie zum Brustkorb heranziehen. Ausatmen, Kopf heben. Die Nase zwischen die Knie führen. Alles fest zusammenpacken, ganz klein werden und ein Atemzug oben bleiben. Mit der Nase zwischen den Knien. Und wir fangen an mit Trikonasana. Lassen die Arme lang werden. Wir drehen die Hände, die Füße. Arme lang werden lassen. Wir ziehen die Arme lang mit den Knien. Die arbeiten gegeneinander. Und wir ziehen die Beine wieder zum Brustkorb heran. Und jetzt kombinieren wir das mit der Atmung. Einatmen machen wir uns groß. Ausatmen, klein. Einatmen, groß. Die Arme richtig lang ziehen mit den Knien und ausatmen, klein. Alles zusammenziehen. Einmal noch, einatmen. Mit den Knien die Arme richtig lang ziehen. Und ausatmen, alles auspusten, Lunge leer machen. Bisschen locker werden in den Beinen, die Hände kommen unter den Kniekehlen und wir fangen an über den Rücken zu schaukeln, über den mittleren und unteren Rücken nur. Wir bleiben weg vom Nacken und wir kommen gleich zum Stehen. Wer sich hochschaukeln will, kann das gerne machen. So, wir fangen an, die Schultern zu kreisen. Ruhig den ganzen Körper mitmachen lassen. Die Schultern gehen hoch bis zu den Ohren. Hinten die Schulterblätter zusammenziehen. Richtig große Kreise machen. Und wir wechseln die Richtung. Vorne ruhig ein bisschen rund werden. Hinten immer noch die Schulterblätter zusammenziehen. Oben bis zu den Ohren. Und langsam ausklingen lassen. Lass uns mit dem Sonnengruß anfangen. Vorne auf der Matte fangen wir an. Kommen in die Namaste-Haltung. Einatmen nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, aus der Hüfte, wie ein Klappmesser. Zum Schluss erst den Rücken rund werden lassen, Hände zum Boden. Einatmen, links nach hinten, großer Schritt, in den Sprinter kommen, nach vorne schauen. Ausatmen, links dazu, in den Hund.
Atem fließen lassen. Abwechselnd die Fersen gegen den Boden drücken lassen. Und weitermachen mit den Fersen, den Brustkorb zum Boden streben lassen. Beim Hund wollen wir lange Arme, den Kopf zwischen den Armen haben, lange Beine, gerade Beine. Die Arme sind eine Verlängerung des Oberkörpers quasi. Wir wollen das hier vermeiden. Den Buckel. In den Hund. Brustkorb zum Boden streben lassen. Wir kommen über die 8-Punkt-Stellung zum Boden. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen in die Baby-Cobra. Ausatmen, Füße aufstellen, in den Hund zurück. Zwischen die Hände schauen, wo der linke Fuß hingeht. Einatmen, links nach vorne. So, einatmen nach oben. Ausatmen, vorwärts beugen. Einatmen, links nach hinten, in den Sprinter. Ausatmen, rechts dazu. Einatmen, Gewicht nach vorne verlagern. In das Brett kommen. Ausatmen, langsam herablassen. Bis zum Boden oder vielleicht kurz davor. Fußrücken zum Boden führen. In den heraufstehenden Hund. Arme lang drücken, Becken durchhängen lassen. Man kann den heraufstehenden Hund auch mit den Knien auf dem Boden machen. Oder auf die Fußspitzen. Die Füße sind zusammen, so wie die Beine. Blick nach oben. Becken durchhängen lassen. Fußrücken zum Boden führen, damit wir über die Zehenspitzen rollen können. Zurück in den Hund. Nach vorne schauen, wo der rechte Fuß hin will. Einatmen, rechts nach vorne. Ausatmen, links dazu. Einatmen, über die Seiten, lang gestreckte Arme. Und jetzt arbeiten wir ein bisschen an unser Dreieck. Vielleicht mache ich das auch seitlich, dann kann man das besser sehen. Wir fangen vorne auf der Matte an. Wir machen mit rechts einen großen Ausfallschritt als Vorbereitung für das Dreieck. Wir schauen auf die Füße. Der hintere Fuß ist 45 Grad ausgedreht, nicht 90, nicht 135, 45 Grad. Linker Fuß ist ganz gerade. Ich lasse mich nach vorne ziehen. Ausatmen, linke Hand zum linken Fußgelenk. Blick ist noch auf dem Boden. Die rechte Hand zeigt auf die Decke. Wenn alles sich stabil anfühlt, dann erst die Blick auf die rechte Hand werfen. Ellenbogen rechts beugen. Arm hinter den Rücken verschwinden lassen. Die Hand geht Richtung linke Pulbacke, vielleicht Richtung Oberschenkel links. Für die meisten von uns ist das ein bisschen zu schwer, deswegen machen wir einen Zwischenschritt hier. Knie links beugen, Ellenbogen links auf das Knie. Jetzt habe ich meinen Oberschenkel gefunden. Und jetzt versuche ich meinen Oberkörper aufzudrehen. Blick geht wieder auf den linken Fuß. Die rechte Hand bleibt da, auf dem Oberschenkel. Linke Hand zum Boden.
Knie links ist gebeugt. Das ganze Gewicht auf den linken Fuß verlagern. Rechten Fuß verlässt kurz den Boden, muss gar nicht so hoch gehen. Hopsa, den rechten Fuß verlässt den Boden. Beide Beine durchdrücken, strecken. Und Knie schonen, linkes Knie wieder beugen, zum Boden kommen. Tipp, einen noch größeren Schritt daraus machen. Die linke Hand kommt um den linken Fuß herum. Noch eine Gelegenheit hier, den Brustkorb aufzudrehen. Und endlich die rechte Hand hier befreien, den Arm lang machen. Oberarm neben das Ohr ist das Ziel. In die Hand, in die Fläche schauen. Und wir gehen in die Ausgangsposition vom Dreieck. Einatmen, Arme schütteln mit nach oben. Und jetzt kommt Krieger 1. Oberkörper zum linken Bein orientieren. Bein links richtig beugen. Brustkorb öffnen. Arme lang gestreckt nach oben. Kleine Rückbeuge. Vorwärtsbeuge. Brustkorb auf den Oberschenkel bringen. Hände zum Boden. Für den Kniekuss müssen wir die Füße etwas korrigieren. Bisschen näher zusammen. Beide Füße zeigen gerade nach vorne. Und langsam beide Beine gerade machen. Die Hände drehen herum. Wir machen kleine Schritte mit den Händen. Küssen das Knie. Rücken wieder gerade machen. Die Hände bleiben am Boden. Die linke Hand geht um den linken Fuß herum. Wir drehen uns seitlich. Beine sind breit gegrätscht. Füße zeigen nach vorne. Wir drücken die Handflächen gegen den Boden und wir schauen nach vorne. Und jetzt in die Dehnung gehen wir. Die Hände machen kleine Schritte zwischen die Beine. Auf die andere Seite. Der Schädel strebt zum Boden. Langsam zurückkommen. Nochmal die Arme lang machen, Blick nach vorne. Seitlich ausstrecken, die Arme nach links und rechts. Wir kommen nach vorne. Wir kommen nach oben. Wir schließen die Hände, wir schließen die Füße. Und die Namaste-Haltung. Oh, jetzt auf der anderen Seite. Fangen wir vorne an. Mit links mache ich einen großen Ausfallschritt nach hinten. Schau auf die Füße. Rechts ist ganz gerade, links ist 45 Grad ausgedreht. Ich lasse mich nach vorne ziehen. Ausatmen, rechte Hand zum Fußgelenk rechts. Und ich schaue noch auf den rechten Fuß, bis ich mich stabil fühle. Und dann erst Blick auf die linke Hand oben. Ellenbogen links, beugen wir die linke Hand, verschiebe hinter den Rücken, geht Richtung rechte Pobacke, rechten Oberschenkel. Und um das für uns leichter zu machen, beugen wir das Knie rechts. Ellenbogen kommt drauf. Und jetzt Brustkorb richtig aufdrehen. Ellenbogen links zieht nach, nach unten.
Blick geht wieder auf den Boden. Zum rechten Fuß. Die rechte Hand kommt auch zum Boden. Das ganze Gewicht verlagern wir auf den rechten Fuß. Linker Fuß verlässt den Boden. Beide Beine durchdrücken. Langsam kommt der linke Fuß wieder zurück. Tippt auf den Boden, macht einen noch größeren Schritt daraus. Die rechte Hand geht um den rechten Fuß. Noch eine Gelegenheit, den Brustkorb hier aufzudrehen. Und dann die linke Hand befreien. Arm links lang machen. Oberarm ist neben dem Ohr. Und in die Handinnenfläche schauen. Einatmen, kommen wir nach oben. Die Arme mitschwimmen. Krieger 1. Dafür orientieren wir den Körper zum rechten Bein. Fuß vorne ganz gerade, Fuß hinten 45 Grad ausgedreht. Kleine Rückbeuge, Vorwärtsbeuge. Brustkorb auf den Oberschenkel bringen. Für den Kniekuss die Füße korrigieren. Beide Beine durchdrücken, Hände um 180 Grad drehen. Langsame Schritte zum linken Fuß machen. Knie kussen. Wirbelsäule wieder gerade machen. Die Hände bleiben am Boden. Rechte Hand geht um den rechten Fuß. Wir drehen uns seitlich auf die andere Seite. Die Beine sind weit gedreht. Die Arme strecken wir durch. Nach oben schauen wir. Wir führen die Hände hinter den Rücken, verschränken die Hände, ziehen die Arme lang und machen jetzt eine Vorbeuge. Der Schädel steht zum Boden, die Hände zeigen auf die Decke. Wenn du noch weitergehen kannst, kannst du auch ruhig machen. Wir fangen an mit sanften, wippenden Bewegungen. Wir fangen vorne an. Einatmen nach oben. Ausatmen, ausstrecken, Vorwärtsbeuge. Hände zum Boden führen. Einatmen in den Sprinter, Rest nach hinten. Ausatmen, links dazu. Einatmen, rechtes Bein nach oben. Atem fließen lassen, Knie beugen, Ferse zum Gesäß ziehen. Zwischen die Hände schauen, wo ich mein Knie hinziehen will. Dann ziehe ich mein Knie nach vorne. Lass mir einen Augenblick Zeit, um überhaupt runterzukommen. Die Taube ist schon eine heftige Dehnung. Drehen ich seitlich, wenn das vielleicht besser sehen. Und als erstes linker Fuß vom Boden lösen, eine kleine Dehnung hier machen. Diese Dehnung ist auch super für Ischias, falls jemand Probleme damit hat. Und Fuß lösen, die Hände auf das Knie bringen, die Rückbeuge spüren, die Arme lang machen, nach oben schauen und Vorwärtsbeuge, alles runter.
Alles loslassen. Oh, linken Fuß wieder aufstellen, die Hände gegen den Boden drücken. Wir drücken uns zurück in den Hund. Schau nach vorne, wo der linke Fuß hin will. Einatmen, links nach vorne. Ausatmen, Rest dazu. Einatmen über die Seiten. In die Namaste-Haltung. Und jetzt mit der anderen Seite. Ich fange am besten hier an. Wir kommen in die Namaste-Haltung. Einatmen nach oben. Ausatmen aus der Hüfte, Vorwärtsbeuge. Einatmen links nach hinten in den Sprinter. Ausatmen, Rest dazu in den Hund. Einatmen, linkes Bein nach oben. Bein, Knie beugen, Atem fließen lassen. Ferse zum Gesäß ziehen. Zwischen die Hände schauen, wo ich das Knie hinziehen will. Einatmen, Knie nach vorne bringen. Atem fließen lassen. Und wir nehmen uns einen Augenblick Zeit hier, um überhaupt runterzukommen. Vielleicht den Unterschenkel ein bisschen auswickeln. Und den rechten Fuß verlässt den Boden. Lösen. Die Hände auf das Knie bringen. Die Rückenbeuge spüren. Und die Arme lang nach oben strecken. Und vorwärts beugen. Alles loslassen. In die Dehnung. Schmelzen. Linker Fuß wieder aufstellen, die Hände gegen den Boden drücken, zurück in den Hund. Und zwischen die Hände schauen, wo der rechte Fuß hin will, einatmen, rechts nach vorne. Ausatmen, links dazu. Einatmen über die Seiten. Ausatmen in die Namaste-Haltung. Und von hier machen wir die Rishikesh-Reihe zusammen. Wir kommen auf den Boden. Und falls du die Rishikesh-Reihe nicht kennst, bitte schau erstmal die Bewegungen an, weil wenn du im Kopfstand, wenn du im Schulterstand oder Flug bist, ist es nicht empfohlen, den Kopf zu drehen mit dem vielen Gewicht drauf. Aber das kennen wir alle. Wir haben die Kerze zusammen gemacht oder Schulterstand. Rishikesh-Reihe fängt an mit einer Kerze. Wenn man die Rishikesh-Reihe macht, so wie André Wangis Bett das gedacht hat, würde man die Stellen, die Asanas, einzelne Asanas sehr lange halten. Das ist hier nicht unser Ziel, wir gehen die relativ zügig durch. Schulterstellen gehen wir in den Flug. Und wenn du die Hände nicht mehr hier brauchst, für die Unterstützung, mach die Arme lang, verschränk die Hände, zieh die Schulterblätter zusammen, komm oben auf die Schulterblätter. Langsam lösen wir, bereiten uns auf
auf den Fisch vor. Die Hände zum Boden. Handinnenflächen zeigen auf den Boden. Wir rollen drüber. Sitzen auf die Hände. Wir ziehen die Ellenbogen nah zusammen. Ganz nah zusammen. Wir kommen in den Fisch. Mein Gesäß rutscht meine Arme hoch, weil ich mit meinem Schädel zum Boden kommen musste. Und danach aktiv die ganze Zeit mit den Ellenbogen gegen den Boden drücken. Aktiv mit den Ellenbogen. Der Fisch ist gleichzeitig eine Rückbeuge und ein Brustkorböffner. Langsam lösen, den schweren Kopf behutsam heben, nach oben kommen, in den Langsitz. Erstmal ein bisschen Körperspannung aufbauen, alles ganz gerade. Einatmen, aus der Hüfte, Vorwärtsbeuge, ausatmen. Erst zum Schluss den Rücken rund werden lassen. Da anfassen, wo du hinkommst. Egal wo. Und wir ziehen uns ein bisschen runter. Die Kniekehlen sind durchgedrückt. Arme lang strecken. Einatmen nach oben. Und ausatmen. Als nächstes haben wir den heraufschauenden Hund. Wie gesagt, man kann die Knie auf dem Boden lassen, wer ein bisschen weniger will. Oder auf die Fußrücken gehen. Oder auf die Fußspitzen gehen. Blick nach oben, Hände durch. Hände aktiv gegen den Boden die ganze Zeit drücken. Beine sind zusammen. Becken absinken lassen. Aktiv mit den Händen gegen den Boden drücken. Das Becken durchhängen lassen. Blick nach oben. Die Beine und Füße sind zusammen. Und langsam lösen wir, kommen in eine kurze Zwischenhaltung, die Kindeshaltung. Und jetzt in die halbe Heuschrecke. In die Bauanlage kommen wir. Wir machen Yoga-Fäuste mit beiden Händen. Daumen nach innen. Gegen die Leiste. Drücken die Finger. Wir atmen tief ein. Wenn die Ausatmung kommt, drücken wir die Beine nach oben. Füße zusammen, wenn es geht. Und lösen. Durchatmen. Die Hände auch von der Leiste lösen. Als nächstes haben wir den Bogen. Wir beugen die Beine. Fassen die Fußgelenke an. Links und rechts. Einatmen zusammen. Wenn die Ausatmung kommt, drücken wir die Fußgelenke gegen die Hände und kommen in den Bogen. Hier auch die Knie nicht so weit auseinander gehen lassen. Und lösen. Wir kommen in den Dreiecksitz.
Rechtes Bein bleibt unten. Linkes Bein beugen, heranziehen, ganz nah. Wir können auch das rechte Bein beugen. Dann darauf achten, dass beide Sitzknochen noch am Boden bleiben. Rechten Arm strecken, Ellenbogen rechts und Knie links. Den Oberschenkel eine Umarmung geben. Linker Arm ist parallel zum Boden, Blick auf den mittleren Fingernägel. Und wir machen einen Halbkreis nach hinten, so weit wie wir können. Und dann die linke Hand gegen den Boden drücken, mittig hinter dem Gesäß, aktiv die ganze Zeit, die linke Hand gegen den Boden drücken, Blick ist über die linke Schulter. Wir umarmen immer wieder den Oberschenkel. Wir atmen bewusst tief in den Bauch hinein und lassen den Bauch gegen den Oberschenkel drücken. Die linke Hand kommt nach oben, Arm wieder parallel zum Boden, Blick auf den mittleren Fingernägel. Wir machen den Hauptkreis nach vorne und wir lösen. Seiten wechseln. Oberschenkel links, nah dran ziehen, Oberschenkel rechts, nah dran ziehen, Ellenbogen links zum Knie. Rechten Arm parallel zum Boden, Blick auf den mittleren Fingernägel. Den Hauptkreis nach hinten machen. Die linke Hand gegen den Boden drücken. Die ist nah am Gesäß, mittig, Blick ist über die rechte Schulter. Aktiv mit der rechten Hand gegen den Boden drücken, während wir uns in die Länge strecken. Immer wieder den Oberschenkel eine Umarmung geben. Bewusst tief in den Bauch einatmen. Wir lassen den Bauch gegen den Oberschenkel drücken. Wir lösen die rechte Hand, rechter Arm, kommen nach oben, parallel zum Boden, Blick auf den mittleren Fingernägel, den Hauptkreis nach vorne machen und alles lösen. So, ihr könnt euch auf eine wohlverdiente Schlussentspannung vorbereiten. Wer mag, kann die Socken anziehen oder sich eine Decke nehmen. Ich drücke jetzt auf Pause und ich drücke so. Ich bedanke mich für das Zuschauen und bitte jetzt entspannt euch mindestens 5 Minuten. So, vielen Dank für das Schauen. Ich bin jetzt weg. Aber ihr entspannt euch mindestens 5 Minuten in Shavasana, in der Rückenlage. Bis 15 Minuten, wenn ihr Zeit habt. Namaste.